Ich habe vor 30 Jahren mit dem Onlinehandel begonnen und sofort Bestellungen aus dem EU-Ausland bekommen. Aber damit ist jetzt Schluss. Nicht, weil sich der EU-Versand nicht mehr lohnt oder weil die EU-Kunden nicht mehr bestellen, sondern wegen einem neuen Gesetz der EU. Denn wenn du jetzt nur ein einziges Paket nach Frankreich verschickst, musst du dort plötzlich eine Registrierung haben, regelmäßige Meldungen, Gebühren abführen und sogar einen Bevollmächtigten beschäftigen. Und das Gleiche wiederholt sich für alle 26 EU-Mitgliedsländer. Für einen Großkonzern ist das nur eine weitere Aufgabe für die Rechtsabteilung. Für einen kleinen Händler bedeutet das jetzt aber das Ende des Europageschäfts. Und da frage ich mich, für wen wurde das Gesetz eigentlich gemacht? Seit dem 12. August gilt die neue Verpackungsverordnung, kurz PPWR, grundsätzlich überall in der Europäischen Union. Und die Idee dahinter, die ist eigentlich ziemlich simpel. Wer Verpackungen um Umlauf bringt, soll sich auch gefälligst um das Recycling und um die Entsorgung kümmern. Wenn ich jetzt also ein Produkt an einen Kunden in Frankreich schicke, bringe ich dort in Frankreich die Versandverpackung in Umlauf. Jetzt kommt's. Damit gelte ich in Frankreich als Hersteller und das ohne, dass ich eine Firma in Frankreich habe oder überhaupt eine Niederlassung. Und da beginnt das eigentliche Problem. Es geht nicht nur darum, einfach ein paar Cent Recyclinggebühr dafür zu bezahlen. Bleiben wir ruhig bei meinem Paket, was ich nach Frankreich bestelle, denn als Händler musst du dich jetzt in dem Land dafür ein Entsorgungssystem anschließen, Mengen melden, die Menge der Kartons, also einen oder mehr, die Gebühren dafür zahlen und jetzt kommt's, du musst einen Bevollmächtigten haben, praktisch einen Mitarbeiter, der in Frankreich dann ansprechbar ist. Wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, der will bezahlt werden. Und dann kommt eine Bestellung aus Italien und das Gleiche nochmal. Dann aus Spanien und dann aus Österreich. Du weißt, worauf ich hinaus will. Aus der sogenannten Europäischen Gemeinschaft werden dann für einen Händler 27 Compliance-Projekte. Ein kleiner Shop verschickt vielleicht gerade mal 10 Pakete im Jahr nach Frankreich. Der Verwaltungsaufwand und die ganzen Pflichten bestehen trotzdem und natürlich die ganzen Kosten dafür. Also trifft die Regelung nicht den am stärksten, der die meisten Verpackungen in Umlauf bringt. Es trifft die kleinen Händler am stärksten, die diese großen Kosten auf nur wenige Bestellungen verteilen müssen. Welche Kosten? Wir sprechen über bis zu 160 € pro Monat pro Land. Auch als Amazon-Händler verschwindet diese Verantwortung nicht automatisch. Wenn du auf Amazon Deutschland verkaufst, kann jeder aus jedem EU-Land bei dir bestellen. Amazon ist nur der Marktplatz. Dich als Händler trifft genau diese Pflicht, dann in diesem Zielland zu erfüllen. Amazon wird von der EU nur in die Verantwortung genommen, zu kontrollieren, dass es der Händler macht. Amazon wird deswegen aber nicht selbst verantwortlich für deine Verpackungen als Händler. Amazon FBA bedeutet lediglich, dass Amazon deine Ware lagert, verpackt und verschickt. Es heißt aber nicht, dass sie für deine rechtlichen Pflichten als Händler aufkommen. Und jetzt vergleichen wir einfach mal zwei Unternehmen. Auf der anderen Seite ist ein kleiner Online-Shop, betrieben von einem Inhaber, der verschickt vielleicht jeden Monat 5 Pakete nach Frankreich, 3 nach Italien, 2 nach Spanien. Auf der anderen Seite sind internationale Großkonzerne wie Amazon, Temu, Nestle, von mir aus Meta, Shell, BP. Diese Unternehmen haben längst Niederlassungen, Mitarbeiter, Rechtsanwälte, Steuerberater in den meisten europäischen Ländern. Ob dort noch eine weitere Registrierung bearbeitet werden muss, verändert das Geschäftsmodell nicht. Der kleine Händler muss aber rechnen, lohnt sich der Versand nach Frankreich noch für 5 Pakete im Monat? Lohnt sich Italien? Oder schalte ich den Versand in alle 26 EU-Nachbarländer einfach ab? Und genau das passiert bereits. Die Nachfrage der Kunden verschwindet dadurch nicht. Wenn der kleine Händler halt nicht mehr nach Frankreich liefert, kauft der Kunde halt beim großen Anbieter. Der Umsatz verschwindet also nicht am Markt. Er wandert zu den großen Unternehmen, die sich die Bürokratie überhaupt noch leisten können. Damit entsteht also eine ziemlich absurde Wirkung. Diese Regelung, die große Verpackungsmengen eingrenzen soll, spült automatisch die kleinen Händler aus dem europäischen Markt. War das Absicht so? Das kann ich nicht belegen, aber du als Kunde wirst es auch merken. Denn wo Anbieter aus dem Markt verschwinden und die Konkurrenz weniger wird, steigen die Preise. Am Ende wird auch der Kunde mehr für seine Einkäufe zahlen. Sie hat vorgeschlagen, die Pflicht zu einem Bevollmächtigten in jedem einzelnen Land zuerst mal auszusetzen oder zumindest zu entschärfen. Das ist allerdings noch keine beschlossene Lösung. Das ist erst
ein Gedanke. Für Händler ist das eine ziemlich unbefriedigende Situation. Die Regelung gilt jetzt. Unternehmen haben bereits gestoppt, Lieferungen in die EU zu versenden. Und in Brüssel überlegt man jetzt, ob man das Ganze vielleicht doch wieder zurückzieht. Ja, genau in Brüssel, dort wo die PPPR-Regelung 2022 überhaupt auf den Weg gebracht wurde. Dabei wäre eine vernünftige Lösung eigentlich gar nicht so schwer. Eine zentrale europäische Stelle. Ein Ort, an dem alle Händler für ganz Europa ihre Verpackungsmengen melden und bezahlen. Und für kleine Händler, die wirklich winzige Mengen haben, eine komplette Befreiung, weil der Verwaltungsaufwand, der ist ja nicht nur beim Händler, der ist ja auch bei der EU, die ihr alle mit euren Steuergeldern bezahlt. Dann würden große Verpackungsmengen auch zu großen Kosten führen und kleine Händler müssten nicht ein internationales Verwaltungsprojekt auf den Weg bringen. Das wäre Umweltschutz, der sich nach der tatsächlichen Belastung richtet. Ich bin absolut dafür, dass Händler Verantwortung für ihren Verpackungsmüll übernehmen. Aber Regulierung muss verhältnismäßig sein. Wenn am Ende kleine Händler ihr ganzes Europageschäft einstellen müssen und der komplette Umsatz bei den großen Konzernen landet, wurde der Sinn und das ganze Ziel ganz klar verfehlt. Vielleicht ist das nicht die Absicht der Politik, aber der ganz klare Effekt. In meinem Training, wo ich neue Anfänger helfe, auf Amazon zu verkaufen, ist das die klare Empfehlung aktuell: Schaltet das Angebot in allen 26 EU-Nachbarländern aus. Und deshalb muss die Regelung dringend überarbeitet werden, bevor Selbstständigkeit, Onlinehandel überhaupt nur noch für Großkonzerne möglich ist. Also schreib mir in die Kommentare, was du dazu denkst und lass die EU wissen, dass hier was getan werden muss. Alles Gute euch. Ciao, ciao.